Hi, also ich bin Dennis Köhler und ich zeige euch jetzt mein Driftauto. Bring the heat. Bring the heat. Bring the heat. Also ich erzähle euch halt mal ein bisschen was von meinem Auto. Also es handelt sich hierbei um einen Mazda MX-5, Baujahr 94 etwa, damals ein US-Import, mein allererstes Auto. Ich habe das Auto seit jetzt insgesamt schon über 8 Jahren und in der Zeit hat es ein paar Entwicklungen durchlaufen. Also es ist nicht so entstanden innerhalb von ein paar Nächten, also das ist jetzt Arbeit von ein paar Jahren gewesen und wir haben auch viel auf dem Auto entwickelt. Viel selber gebaut und ich zeige euch jetzt mal, was hier drin so abgeht. So, hier vorne haben wir ein Bodykit von Deuce verbaut. Der eine oder andere, vielleicht kann man es schon sehen, hier drin befindet sich gar nichts mehr. Ich kann hier komplett mit der Hand durchfahren. Hier vorne befindet sich lediglich nur noch ein Ölkühler. Und die komplette Front ist mehr oder weniger abgeschnitten worden. Wir haben eine komplett neue Front gebaut und ich zeige euch mal, was hier drunter steckt, weil da drunter ist das wirklich ein Herzstück. Und zwar hier drunter haben wir einen 4,3 Liter V8 von Toyota, Alu-Block, Aluköpfe, sehr leicht, sehr zuverlässig. Das Spenderfahrzeug ist ein Lexus LS400. Leider sieht man den auf deutschen Straßen nicht so. Aber England hat ziemlich viele davon, also kriegt man die relativ günstig da drüben. Hier vorne sieht man auch, die komplette Front ist weggeschnitten worden und durch einen Rohrrahmen ersetzt worden. Dann natürlich hier so ein paar Halter, Haubenhalter, Scheinwerfer. Und hier sieht man auch schon das Kernstück, warum hier vorne kein Wasserkühler mehr ist. Der wird nämlich über die Leitung hier nach hinten zum Kofferraum geleitet. Ja, im Grunde genommen da vorne gibt es jetzt nicht mehr so viel erzählen, außer natürlich so ein paar Custom-Sachen, zum Beispiel Lichtmaschinen von einem Ford C-Max, Ölfilteradapter, die aus CNC gefräst sind, Zündspulen, die von einem Audi R8 sind. Und wer sich jetzt denkt, mein Gott, was sind denn da für viele Autos drin, das geht genauso weiter. Hier an der Seite haben wir Carbon-Miata-Verbreiterungen im Rocket Bunny-Stil. Dazu passend haben wir von Antara Racing Pisang-Felgen. Wirklich, die einfach perfekt zu diesem Auto passen. Vorne fahren wir 8x15 ET0 und hinten eine 9x15 ET-13 Felge. Also wer sich denkt, da könnte noch eine breitere Felge drauf, ich glaube viel breiter kriegen wir es nicht mehr hin. Im Innenraum sehen wir erstmal Türen, sind komplett ausgeschnitten, hier ist nichts mehr drin, es befindet sich lediglich noch die Außenhaut von der Tür. In unserem Sport kein Problem, wir versuchen natürlich auf die Leichtigkeit zu gehen, deswegen wir haben hier auch Polycarbonatscheiben mit Schiebefenster, die ich damals selber gebaut habe und natürlich offensichtlich eine Sicherheitszelle drin, damals hergestellt von der THG Driftschmiede. So, hier unten geht es dann weiter. Wir haben hier mein Nardi-Lenkrad, was ich Gottes liebe, seit 5 Jahren in meinem Besitz. Wer vielleicht vorne gesehen hat, wir haben nicht sehr viel am Motor dranhängen. Wo ist die Servopumpe? Wir fahren eine vollelektrische Servo von einem Opel Corsa B, was dann recht lustige Effekte hat, wenn ich zum Beispiel jetzt das Auto anmache. Das geht hier über den Knochen. Wer schon mal sein Auto geschoben hat mit Motor aus und versucht dabei zu lenken, kennt es. Ich kenne es nicht, weil meine Lenkung geht komplett elektrisch, mit Motor auch aus. So, hier haben wir noch einen Recaro Schalensitz.
die hydraulische Handbremse, mit der wir die Hinterachse blockieren. Der ein oder andere kennt es vielleicht sogar schon von irgendwelchen Videos. Gut, minimalistische Anzeigen, Löschanlage. So, und wer sich jetzt gedacht hat, was lenkt denn der so an seinem Lenkrad rum? Kommt mal mit. Weil ein Driftauto ist kein Driftauto ohne unendlich viel Lenkeinschlag. Wir haben hier ein IAP Racing Lockkit verbaut, was an die 70 Grad Lenkeinschlag hat. Passend zum Auto, zufällig auch gelb. Man hätte sich gedacht, man hätte es miteinander abgestimmt. Haben sie nicht. Gut. So, dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Die Elektrik ist halt komplett selber gebaut worden von mir. Und auf dem Beifahrerraum derzeit ist kein Sitz drin. Für die Beifahrer, tut mir leid, normalerweise ist da schon einer drin. Falls mich jemand fragen will, darf ich mal mitfahren? Wenn ihr den Sitz mitbringt, können wir das schon regeln. Und auf dem Beifahrer sieht man dann auch die Wasserleitungen, die dann zum Kofferraum führen. Hier im Kofferraum befindet sich jetzt nicht mehr eine Bierkiste, 2 Taschen und eine Socke, die man vergessen hat auszuladen, sondern hier hinten befindet sich unser Wasserkühler. Wenn man hier mal ein bisschen reinguckt, merkt man auch gleich nicht unbedingt das, was man sich von so einem normalen Auto vorstellt, aber was ist hier noch normal? Natürlich, einfach abnehmen, butterleicht. Und hier drin ist dann auch unser Wasserkühler mit 2 gigantischen Lüftern, die tatsächlich aus der Agrartechnik bestehen. Das heißt, die kommen von einem Traktor. Wird immer behinderter, ne? Das ist ein Kühler von einem Toyota GT86. Hier hinten haben wir auch dann die Batterie sitzen in ihrem eigenen Halter. Dahinter ist dann das komplette Benzinsystem mit Benzinpumpen von einem Mercedes AMG. Und auch wieder hier, genau wie vorne, haben wir das komplette Teil hinten ab den Domen abgeschnitten und durch Rohrrahmen ersetzt. Da wir im Driftsport hin und wieder mal auf Kontakt gehen, speziell mit der Hinterachse, beziehungsweise mit dem Heck von dem Fahrzeug, habe ich mir gedacht, wir lösen diese ganze Geschichte etwas. Machen wir das so ein bisschen weniger wie ein Volleyball. Deswegen ist das komplette Heck auch gefedert. Das heißt, ich kann mit meinem Heck ein bisschen einschlagen und das ganze Heck kommt wieder mit raus. Ich komme jetzt mit meinem Bein natürlich nicht so weit, wie jetzt zum Beispiel eine Betonwand kommen würde. Will ich jetzt eine Betonwand kurz dagegen werfen? Lassen wir das heute mal, morgen wieder. So, das Heck, wie man sieht, hat in unserem letzten Event in Bispingen beim Grip Cars and Coffee etwas gelitten. Wir sind tatsächlich mit diesem Auto auf einer Go-Kart-Bahn gefahren. Wer sich denkt, wie kommt man mit dem Auto durch die Go-Kart-Bahn durch? Wenn man hin und wieder ein bisschen andotzt, kein Problem. Wer das Auto noch von früher kennt, weiß, dass das Auto mal schwarz war. Aber dank dem Foliencenter NRW, großes Dankeschön auch an die Jungs hier draußen, haben die das komplette Auto foliert in Sunflower Yellow Metallic mit einer sehr speziellen Folierung für die Aufkleber. Und zwar, die Jungs wollten unbedingt mal was Cooles probieren, was leider im deutschen Straßenverkehr nicht erlaubt ist. Und zwar, diese Folie reflektiert Licht. Der eine oder andere kennt es leider. In den schlechten Momenten, wenn man mal über die Bundesstraße fährt, ein bisschen zu viel Spaß hat und in einer ganz, ganz weiten Entfernung plötzlich ein Auto sieht, was sehr reflektierend ist mit so einer blöden Beschriftung namens Polizei. So, die Beschriftung hier ist vom Prinzip her genau dasselbe. Wenn Licht drauf kommt, reflektiert sie weiß. Alle Aufkleber auf dem Auto sind so gemacht worden, auch die Rosen, alle Beklebungen, nur die gelbe Folie an sich selber reflektiert nicht. Das heißt, wenn man ein Auto gerne mal nachts fotografieren will mit Blitz, entweder ist das Auto weiß-schwarz, gelb-schwarz oder gelb-weiß. Probiert's aus. Ich kann nicht reden. So, wir sind jetzt hier drin in meinem Büro sozusagen, mein Spielplatz meiner ASD-Handbremse, die dafür benutzt wird, um die Hinterachse zu blockieren, was sie bislang auch sehr zuverlässig gemacht hat. Aber was ich auch sehr oft als Frage gekriegt habe, ist, Dennis, was für ein Getriebe fährst du eigentlich in deinem Auto? Wer davor aufgepasst hat, weiß, man kann sich hier auf nichts verlassen. Hier wird wahrscheinlich nichts so sein, wie man denkt. Und das ist auch richtig hier drin.
Das ist nämlich das Getriebe von einem BMW E36 M3 mit einer Kardanwelle von einem BMW M6 nach hinten in ein Differential von einem 47i 7er BMW. Völlig verrückt hier drin. Aber Purismus ist nicht wirklich mein Ding. Ich baue ein, was funktioniert, egal welcher Hersteller, egal woher. Ja, das ist jetzt im Großen und Ganzen eigentlich auch schon die ganze Erklärung von meinem Auto. Klingt auf Papier simpel, in Realismus könnte man hier sich ein paar Tage drin verlieren, was hier drin eigentlich alles verbaut ist. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.